Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben: 737 MAX fliegt wieder nach China, nachdem sie wieder zurück nach Amerika geflogen ist. Geht wohl los mit Auslieferung. Dann haben wir ein Thema Miles and More. Nicht alles ist ganz so schlimm bei den, nennen wir es einfach mal, bei den tarifbasierten Meileneinlösungen. Schauen wir uns nochmal genauer an. Wir haben weiter einen Condor-Irrflug, der durch die Weltgeschichte geflogen ist, 31 Stunden oder sowas, ist dann quasi nicht so angekommen, wie er sollte von Zürich. Also da gab es ein bisschen Probleme. Dann gibt es ein Thema, was ich persönlich sehr spannend finde, und das ist KI, künstliche Intelligenz. Marriott macht ein KI-gestütztes System für die Zimmer verantwortlich, hätte ich fast gesagt. Also insofern, damit wir da ein bisschen was haben. Und was auch interessant ist, dass viele Leute in Amerika sehr, nennen wir es mal, einfältig sind. Sie wollen mit einer Costco-Karte einkaufen gehen. Wer nicht weiß, was Costco ist, das ist quasi die Metro-Karte. Aber wollen dann damit dann auch reisen. Also einkaufen ist okay, aber reisen ist schlecht. Und wir haben nochmal ein paar Promotions. Einmal Wintim hat eine Promotion und wir haben eine Promotion mit den Freunden von Air France KLM zum 20-jährigen Flying Blue bestehen. Also da gibt es genug Themen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und dann kommt ihr auch auf School, denn da könnt ihr viele Kommentare lesen und auch natürlich Antworten bekommen. Das erste Thema, was wir haben, ist das Thema China und Boeing. Boeing ist ja so ein bisschen in der Bredouille, weil man dort mit Steuern und so weiter und aber auch mit China andere Probleme hat aus amerikanischer Sicht. Und da ist es so, dass man eine Maschine, und jetzt kommt es auf die Kennung nämlich an, die November 230 Bravo Echo, im März von USA nach Zhusan nach China gebracht hat. Warum? Weil man in China dort die Innenausstattung, Lackierung, Innenausbau und so weiter macht. Die haben ein sogenanntes Completion Center dort. Und dann ist es so, dass die Handelsbeziehungen ja so ein bisschen problematisch wurden zwischen Boeing und den chinesischen Flugzeugkäufern. Warum? Weil der amerikanische Staat in Form von Donald J. Trump da Lustigkeiten gemacht hat. Und dann ist die Maschine natürlich wieder zurückgeflogen. Einige witterten damals so eine Art von, ja, man möchte dem listigen Donald da oder Don, wie auch immer, gefallen, dass das so eine Art Geschichte ist. Aber die Maschine ist jetzt wieder über den Pazifik geflogen, auf dem Weg nach Zhusan. Und die Route ist auch interessant, natürlich USA, dann also Festland, dann nach Hawaii, was ja auch USA ist. Guam ist ja immer noch USA auch, aber dann gab es China. Und das deutet halt auf die Wiederaufnahme der Auslieferung an. Also das heißt, Boeing kann da die Maschinen dann doch nicht weiterverkaufen. Sie dachten ja, sie müssen die weiterverkaufen, dann nach Indien oder irgendwo, wo jemand die haben will, weil der chinesische Markt ein bisschen ein Problem da ist. Aber man hat halt in dem Completion Center in Zhusan hat man keine Montage, so wie es Airbus ja hat in China. Da werden halt die Maschinen nur für den chinesischen Markt umgebaut. Heißt also im Prinzip Innenausstattung, aber auch Lackierung, Restaufrüstung, wie das so schön heißt. Und das Center gibt es seit 2018 in Betrieb. Und alle, um nicht zu sagen, naja, sagen wir fast alle 737 MAX gehen halt über dieses Auslieferungscenter. Die Rückführung des Jets ist halt wirklich als Signal zu werten, dass es bald wieder losgeht, dass die Boeing-Maschinen in China ausgeliefert werden können und damit halt wirklich auch zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, die Handelsbeziehungen normalisieren sich wieder, oder man geht von einer pragmatischen Lösung im Flugzeugsektor aus. Und die Maschine, die halt dann anstatt nach China, nach Indien verkauft werden sollte, das ist genau die Maschine unter anderem, ist natürlich damit ad acta gelegt worden, geht halt weiter. Und ich bin mal gespannt, was da passiert und ob die 737er jetzt auch in China verschärft ausgeliefert werden können. Wer sich gefreut hätte
in Heraklion anzukommen, wären die Leute, die mit der Condor geflogen sind, von Zürich nach Heraklion. Der Flug hat 32 Stunden, nicht 31 gedauert. Der Flug war DE 1234, klingt nach einer generischen Nummer, aber so ist die Flugnummer. Ein Airbus A320 mit der Kennung Delta Alpha India Charlie Alpha. Und die sind von Zürich nach Heraklion geflogen. Abflug war am 24. Mai um 6:50 Uhr. Ihr seht, ist also ein bisschen her. 137 Passagiere, 6 Crewmitglieder. Aber dann gab es auf Kreta, wo ja Heraklion liegt, extreme Wetterbedingungen, also Wetterchaos. Dann kreiste man da zwar quasi 9-mal vor der Küste, hat festgestellt, wir können nicht landen, ist dann nach Athen. 2,5 Stunden Pause in Athen, neuer Versuch, dann wieder kreisen über Kreta ohne Erfolg, Umleitung nach Kos, Landung nach 90 Minuten. Dann der dritte Flug am selben Tag, da hat man also viel geliefert gekriegt für das Geld, flog man von Kos nach Thessaloniki um 18 Uhr. Da wurden dann die Gäste und natürlich auch die Crew in den Hotels untergebracht. Und dann am Folgetag, also am 25. Mai, ging es ab Thessaloniki wieder nach Heraklion, aber keine Landung möglich. Dann ging es nach Athen. Und die schlechte Wetterlage auf Kreta war halt ein Thema. Und da haben wir gesagt, nö, wir fliegen jetzt wieder zurück, kein weiterer Versuch. Man ist also quasi nach 5 Flügen und 32 Stunden wieder da angekommen, wo man abgeflogen ist. Und Condor reagiert natürlich wie immer in solchen Fällen, Fluggesellschaften reagieren, Sicherheit geht vor, was natürlich auch stimmt. Wenn eine Landung nicht möglich ist, dann macht man auch keine Landung. So einfach ist das im Leben. Man hat sich bei den Passagieren entschuldigt und man hat natürlich da auch andere Fluggesellschaften gehabt, die halt Probleme hatten. Der Flugverlauf, nochmal als Zusammenfassung, ist halt relativ spannend. Von Zürich nach Heraklion ging dann nicht, dann ist man nach Athen. Dann von Athen nochmal nach Heraklion, ging nicht, dann ist man nach Kos. Von Kos ist man dann nach Thessaloniki geflogen, weil man dort bessere Übernachtungsmöglichkeiten hatte. Und dann von Thessaloniki nach Heraklion aber auch wieder abgebrochen. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir das nicht und wir fliegen wieder zurück nach Zürich. Also auch eine interessante Geschichte. Mein Favorit bei den Geschichten heute ist neben den Meilen, nennen wir es Schnäppchen vielleicht, die es eventuell da gibt, ist, dass Marriott jetzt die Zimmer mit künstlicher Intelligenz vergibt. Heißt also, im Hotel läuft es normalerweise so, in der Nachtschicht zum Beispiel also vor dem Anreisetag werden die Zimmer verteilt. Das macht der Nighty, hat da Zeit so und kann dann die Zimmer-Assignments nehmen und kann die Leute dann auch upgraden und so weiter. Aber jetzt soll es so gemacht werden, dass es eine künstliche Intelligenz macht. Man hat diese automatische Zimmerzuweisung jetzt eingeführt, einmal um natürlich die Arbeitszeit der Frontdesk-Mitarbeiter zu reduzieren, effizientere Zuweisung von bis zu 1,2 Millionen Zimmer auf Knopfdruck. Dabei wird halt auch berücksichtigt Ankunftszeit, Zimmerpräferenzen, Belegung, Status und Upgrade-Berechtigung. Klar, bei Bonvoy ist man natürlich dann auch Member. Und die Vorteile sind, dass die Zimmervergabe wesentlich ehrlicher und vielleicht auch, ich nenne es jetzt einmal, objektiver passiert. Weil bei Mitarbeitern ist es natürlich so, wenn man da einen Namen liest, wo ein Gast war, den man nicht mehr mochte, weil man da irgendeine negative Erfahrung hatte oder umgekehrt eine positive Erfahrung hat, ist es jetzt so, dass die KI da keine Schmerzen kennt. Man hat natürlich dann auch wesentlich mehr Transparenz, wenn die KI ordentlich arbeitet, aber ehrlich arbeitet. Heißt also zum Beispiel auch, dass man damit menschliche Fehler reduzieren kann. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Zimmer ein Doppelbett war und dann kriegt man ein Upgrade, dann ist nur ein King oder sowas, das ist natürlich problematisch. Oder zum Beispiel, dass man andere Präferenzen hat. Natürlich ist es so, dass Leute, die einen Status haben, da natürlich wieder ein Problem sehen, weil natürlich die Hotels, wenn sie manuell danach eingreifen, uns vielleicht auch ein Update, ein Upgrade vielleicht kaputt machen. Und natürlich auch, dass man dort grundsätzlich die Upgrades, ja, ich sage jetzt mal, limitiert und dort dann auch Regeln außer Kraft setzen kann. Und wichtig ist natürlich auch die alte Weisheit, dass so eine KI nur so gut funktioniert wie die Leute, die sie programmiert haben. Heißt also Garbage in, kriegst auch nur Garbage out. Das ist ja so eine alte Programmiererweisheit.
Und natürlich auch hat man dann direkt wieder einen Schuldigen, wenn man sagt, hey, wie sieht das aus mit Upgrade? Das ist kein Upgrade, es war die KI. Also das heißt, man hat damit dann, wie im Fußball, den, wie war das, den 12. Spieler um Platz. Ne? Also insofern so etwas. Aber ich bin mal gespannt, wie das läuft, zumal ja Marriott nur eine 30-prozentige eigene Hotelquote hat. 70% der Hotels werden ja von anderen Firmen betrieben, heißt also von Franchise-Partnern oder aber auch von anderen Partnern. Heißt also, dass man nur die Markenrechte hat. Und wichtig ist halt an dieser Stelle, dass vielleicht die 70% diese KI einfach ignorieren und es alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich sagen auch Hotelmitarbeiter, naja, nun gut, das sind jetzt nicht mehrere Stunden pro Tag, sondern es sind wenige Minuten pro Tag, die es dauert, bis man die Zimmer, wie das so schön heißt im Englischen, allocated hat. Und interessant ist es halt wirklich auch, inwieweit die Hotels diese Upgrades übergehen können. Heißt also, dass man da quasi dann, ja, ich sag jetzt mal einfach, das Ganze ignoriert und sich da die eigene Welt und eigene Regeln baut. Ne? Also insofern bin ich da mal gespannt, ob das ein Marketing-Tool ist oder ob das etwas was Ehrliches ist. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben oder auf Skool schreiben, was ihr zu dem Thema denkt und was ihr davon haltet. Das wäre mal entspannt von mir zu sehen, wie ihr das so seht, aus welcher Sicht ihr das mitnehmt, ob ihr sagt, das ist eine Verbesserung oder eine Verschlechterung. Was auch jetzt für die Amerikaner vielleicht eine interessante Sache ist, und das ist halt auch immer etwas, was mich persönlich schockiert, dass viele Amerikaner gar keinen Reisepass haben. Die haben den Führerschein, diese Plastikgeschichte, die ich ja auch habe aus den USA, aus Kalifornien. Und da gibt es halt viele Probleme, weil viele von diesen Dokumenten einfach nicht fälschungssicher sind. Deshalb hat man die sogenannte Real ID, also echte ID, eingeführt, die Sicherheitsmerkmale hat. Einige Bundesstaaten waren bei der Umsetzung langweilig. Man hat es dann etwas hinausgezögert. Das ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 2005 oder sowas, seitdem man das machen möchte. Aber jetzt ist es erst scharf geschaltet und viele Leute haben gar nicht diese Real ID, obwohl man, wenn man zur DMV, also zum Department of Motor Vehicle geht und diese IDs sich holt, ja, ist ein Leiden, wenn man da ist, aber es ist ja im deutschen Passamt auch nicht wirklich angenehm, wenn man dort was macht. Heißt also, dass diese Pässe auch einen Stern haben. Und da ist es so, dass natürlich jetzt für die Flüge diese Real ID wichtig ist. Man kann natürlich auch andere Sachen machen, Reisepass, Passkarte oder Global Entry Karte oder Militär- oder Behördenausweis kann man auch nehmen. Aber viele Amerikaner haben weder das eine noch das andere. Und die TSA-Mitarbeiter berichten gerade, dass Passagiere zum Beispiel ihre Costco-Karte, also ihre Einkaufskarte vorzeigen. Und die sagen dann natürlich, dass sie auf Facebook dann solche Sachen haben wie, hört endlich auf, eure Costco-Karte am Security-Check zu zeigen. Die Karte hat zwar ein Foto und einen Stern, aber es bleibt ein Einkaufsausweis und kein behördlicher Lichtbildausweis. Ich selber habe meine Costco-Einkaufskarte nicht dabei, ich habe die nur auf dem Handy, habe ich gerade drin. Aber es ist halt wirklich so, dass die Leute halt wirklich glauben, dass man damit reinkäme oder auch mit einem Bibliotheksausweis. Wichtig ist, dass man halt einen ordentlichen Ausweis hat und man sollte den richtigen Ausweis mitbringen, weil wenn man das nicht macht, haben wir in Deutschland ja auch nicht das Problem, weil wir haben ja ein Perso, dann kann man halt nicht mitfliegen. Aber man muss natürlich der Ehrlichkeit halber auch hier sagen, wir wissen das ja alle, irgendwo angehalten worden, irgendwo aufgefallen, man hat seinen Ausweis vergessen, dann fragen die auch, was hast du denn da? Und ich erinnere mich noch, als ich ein Kind war, ich fast gesagt, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich mal von der Aachener Straßen- und Energie, ASEAG heißt es, Aachener Straßen- und Energieversorgungsbetriebe, Gesellschaft, oder wie die auch heißen, da hatte ich einen Schülerausweis und da war, glaube ich, ein Foto drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war es die Bibliothekskarte? Da hatten mich auch von der Polizei gefragt, ob ich das Ding habe. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Und dann haben die gesagt, okay, alles klar, viel Gelaber und haben dann gesagt, okay, kannst gehen. Also insofern ist das jetzt nicht ganz so, dass die Leute auf solche Ideen kommen, von der Hand zu weisen. Aber am Ende des Tages ist es halt Amüsement. Und ich würde jetzt nicht sagen, der Amerikaner ist dumm im Allgemeinen oder im Besonderen.
Ja, wir haben Promotions. Natürlich, wie immer, geht es um Meilenpunkte und Status. Da gibt es bei Windham die Promotion, die Sommerpromotion vom 11. Mai bis zum 29. August. Die ist buchbar bis zum 20. Juni. Da gibt es bis zu 20% Rabatt auf die Best Available Rate in Österreich, in Deutschland, in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Tschechien, Schweiz, United Kingdom und so weiter und so fort. Also da sind einige Länder bei. 15% gibt es immerhin in der Türkei, Saudi-Arabien, UAE, Indien, also VAE sagen wir in Deutschland, Vereinigte Arabische Emirate, Marokko, Nigeria, Jordanien und so weiter. Was müsst ihr tun? Mindestens 2 Nächte übernachten. Nur für Neubuchung gültig, semi-flexible Stornierung bis 7 Tage vor Ankunft. Kreditkarte ist erforderlich. Und natürlich nur für die teilnehmenden Marken Windham, Trüpp, Ramada, La Quinta, Super 8, Vienna House, Deutsche, Windham, Garden, Howard Johnson. Und ihr bekommt für diese Promotion doppelte Bonuspunkte bei Windham Rewards. Ist natürlich auch kombinierbar mit der globalen Sommer Promotion und gilt nur für Member, die registriert sind. Nicht für Gruppenbuchungen, Steuergebühren zusätzlich keine anderen Rabatte, außer explizit erlaubt. Und dann natürlich gibt es je nach Hotel eine Verfügbarkeit und Ausschlussdaten oder Blackout-Dates. Interessant ist natürlich so eine Rate für den einen oder anderen, wer bei Windham gerne übernachtet. Da ist es ideal für günstige Sommertrips, gerade in Europa, Middle East, Afrika. Und Attraktion ist natürlich mit der Sommerpromo, wo es halt diese doppelten Punkte gibt, zu dem Rabatt, den ich ja eben genannt habe. Ist auch eine gute Gelegenheit, um damit Windham Nights für zukünftige Prämiennächte zu sammeln. Auch wenn man zum Beispiel den Diamond-Status auf sich vereinen möchte, also den haben möchte, ist das natürlich auch eine interessante Geschichte, um da was zu sparen. Wer auch sparen möchte, kann das bei Air France KLM beim Flying Blue 20 Jahre Jubiläum. Es gibt 20% Meilenbonus auf alle qualifizierten Flüge ab sofort bis zum 31. Dezember 2025. Gilt für alle Mitglieder weltweit. Muss nicht aktiviert werden, wenn man bereits Mitglied ist, reicht es bei Flying Blue. Und dann gratis Platin-Status für ein Jahr, berechtigte Personen, nur ES-Mitglieder, die am 20. Juni geboren sind, 2005, die bekommen einen Platin-Status. Geburtsdatum muss im Flying Blue-Profil hinterlegt sein, ein Jahr Platin-Status, keine weiteren Aktivitäten nötig. Das ist eine rein symbolische Geburtstagsaktion, weil wenn wir sehen, sind die Leute ja 20, ich bin mal gespannt. Und dann gibt es noch eine dritte Aktion, die nennt sich Miles of Memories. Da ist es so, dass man ab September die schönsten Reiseerinnerungen einsenden kann. September 2025 geht es los und man kann 200.000 Flying Blue Meilen gewinnen. Voraussichtlich gibt es aber auch noch ein Online-Formular. Wichtig ist halt, es gilt nur mit dem 20-jährigen Geburtstag. Wer also am selben Tag geboren ist, wie Flying Blue gegründet worden ist, der bekommt dann dieses, aber leider vielleicht nur in den USA, vielleicht kommt es woanders hin. Und man muss natürlich gucken, ob es noch weitere Status-Promotion gibt, ob es dann so Meilenpakete gibt, die man kaufen kann, die nochmal vergünstigt sind. Und ja, diese 20% Meilenaktion lohnt sich natürlich für jeden. Wichtig ist auch natürlich, dass die Platin-Status Birthday Hack oder wie man es nennen möchte, ist natürlich ein Gadget, ist was Lustiges. Bin ich mal gespannt. Und wer viele Erinnerungen mit Flying Blue hat, kann ja dort mitmachen und eventuell gewinnen. Wo man auch sagen muss, es gibt natürlich nicht nur Schattenseiten, sondern auch positive Seiten bei Lufthansa Miles & More bei der Änderung vom System, dass man das neue System hat. Da gibt es zum Beispiel Flüge, die der Kollege You Have Been Upgraded uns da rausgesucht hat. Danke nochmal dafür. Da gibt es zum Beispiel Oslo-Kairo für 11.901 Meilen One-Way. Sein Beispieldatum war der 11. Juli. Ist natürlich günstiger als Economy, teilweise früher, also muss man schon ehrlicherweise sagen. Oder die Swiss Business Class Budapest nach Dubai, 18.466, auch One-Way, 14. August. Dann Lufthansa Business Class Oslo-Peking, 22.850. Heißt also, wenn man diese 22.850 vergleicht mit den 71.000, die man früher bringen musste, klar. Und dann hat man natürlich noch andere Vorteile, zum Beispiel bei gewissen Strecken. Das wäre dann zum Beispiel, ich muss wieder nach unten scrollen auf meinem Cheat Sheet,
Das wäre dann natürlich die Geschichte Budapest-Singapur mit 36.732 Meilen One-Way. Am 14. August hat er das gefunden. 50% günstiger als reguläre Meilentabelle. Und dann auch nochmal Lufthansa First Class, Budapest-Riyadh 46.876. Und das ist natürlich unter 50.000 Meilen, ist ja fast schon eine coole Geschichte. Es gab auch eine Aerofare, die auch teilweise buchbar war. Das war ja die Geschichte Eco USA nach Europa, 90 Meilen, USA Business nach Europa 14.000, Montreal, Toronto nach Europa in der Business 12.000 Meilen. Kommen natürlich immer wieder zusätzlich gesteuerte Gebühren drauf, die natürlich nicht ganz unbeträchtlich teilweise sind. Also insofern hier da nochmal Spannung. Aber man muss halt einfach gucken, dass ihr jetzt seht, dass die Meilenwerte von den Preisen abhängen können. Und da gibt es natürlich einige interessante Sachen. Das ist dann Oslo, Stockholm, Budapest, Griechenland, natürlich dann Estland, Lettland, hätte ich was gesagt, Litauen auch, wo man günstige Flüge bekommen kann. Rumänien, Bulgarien. Ihr könnt also flexibel Abflugorte suchen. Also das heißt, bei meinen Tickets ist es jetzt so, dass natürlich der Abflugort auch interessant ist, nicht nur beim Meilen sammeln, sondern auch beim Meilen ausgeben, weil die Meilenwerte wesentlich günstiger sind. Daten, Abflugort variieren, mit Kombinationen halt ausprobieren, ist halt ein Vorteil. Und die neue dynamische Preisstruktur bringt halt deutlich attraktivere Einlösemöglichkeiten auf ungefragteren Strecken, wenn man flexibel ist, gerade wenn man halt gewisse Startpunkte wählt, wo es vielleicht auch noch irgendwie einen Sale gibt oder sowas, und sollte dafür natürlich dann bei Miles & More schauen. Ihr könnt auch schauen, ob ihr da jetzt die Vorteile überwiegend sieht oder wie auch immer, ob die Vorteile überwiegen, so formulieren es dann richtig, oder ob ihr mit dem neuen System sagt, naja, das ist eigentlich eher dann, wenn viele Leute fliegen, wird es halt teuer. Das ist halt dann die Krux an der Geschichte. Muss man natürlich dann immer selber für sich entscheiden, was man dort dann toll findet und was man dann nimmt. Also das könnt ihr auch auf Skool diskutieren, inwieweit ihr da bei dem Thema bei Lufthansa Miles & More Potenzial seht und inwieweit ihr das neue System schon inhaliert habt und gut findet. Ich persönlich bin da jetzt so ein bisschen gespalten, weil wir feststellen, dass wenn wir für Kunden buchen, dass diese Flüge, die jetzt bei gefragten Zeiträumen sind, teurer werden als anders. Ist halt so, ob mehr Verfügbarkeit ist, eigentlich jetzt nicht so wirklich, aber ihr könnt da eure Meinung jetzt schreiben und wir sehen uns dann auf Skool. Also danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt danach dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und natürlich dann auf Skool alles weitere. Also danke, bis dann und viel Spaß.